willkommen zu meinem Silvester-Vlog. Heute ist der letzte Tag im Jahr 2024 und den verbringen wir natürlich zusammen, Leute. Und ich habe es echt eilig gerade. Ich muss nicht in Turbogeschwindigkeit fertig machen, weil ich möchte jetzt auch zu Action gehen. Ich habe nämlich gestern so richtig geile Sachen auf Instagram Reels gesehen, die es bei Action geben soll. Und das haben wir ja nicht in Mallorca, deshalb fahren wir da jetzt schnell noch hin. Und es ist 13:12 Uhr und die machen um 14 Uhr wahrscheinlich zu, wenn sie überhaupt aufhaben. Ich habe mir einfach schnell meinen Jogginganzug hier angezogen. Ich wollte es ein bisschen gemütlich haben, bis ich mich später fertig machen muss, weil ich gehe ja auf eine Silvesterparty zusammen mit Anni und ein paar Freunden heute. Und ja, dafür muss ich dann gleich meine Haare waschen, duschen gehen, weil diese Haare sind so eklig, Leute. Und ja, deshalb muss ich jetzt dringend eine Mütze aufziehen. Das ist ja peinlich. Naja, auf jeden Fall machen wir uns dann gleich zusammen fertig für die Party. Aber jetzt muss ich erstmal zu Action, damit ich meine schönen Sachen auch bekomme. Ich war so lange nicht mehr im Action, aber früher war ich wirklich so oft hier, weil ich habe immer alle Bastelsachen gekauft. Ich habe immer so schöne so Stifte, Malsachen und so. Und ich war besonders schlau, ich habe meine Kontaktlinsen nicht angezogen. Das heißt, ich sehe nur die Hälfte. Leute, ich bin sehr enttäuscht. Ich wollte so einen Mini-Milchaufschäumer haben. Kennt ihr das? So ein Stab, wo man halt so auch so Matcha oder so verrührt mit. Haben sie nicht. Und dann wollte ich diese Wandleuchten haben, die habe ich gesehen. Die sahen richtig schön aus. Die können wir einfach so an die Wand pappen. Gibt's auch nicht. Vielleicht wurde hier auch einfach alles schon aufgekauft, was ich haben wollte. Aber irgendwie ist das heute eine Pleite hier. Okay, Leute, unsere Ausbeute. Wenigstens einer ist fündig geworden. Das ist Papa. Er hat sich 3 neue Ordner gekauft und eine Steckdose. Super. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe jetzt gerade was zum Mittag gegessen. Und ich muss mich gleich fertig machen. Aber ich habe nur ein bisschen Zeit und dachte, ich chill jetzt einfach noch ein bisschen. Man denkt immer, man müsste dann so voll lang wach bleiben. Weil ich bin gefühlt jeden Tag bis 12 Uhr wach. Aber an Silvester bin ich dann gestresst, dass ich bis 12 Uhr wach bleiben muss, sozusagen. Mal eben hier meine Lichterkette einstecken, damit ich es mir hier ein bisschen gemütlich machen kann. Ich lese nämlich gerade hier mein Buch, was ich bekommen habe zum Geburtstag. Ich bin schon fast fertig, guck mal, ich bin schon über die Hälfte durch. Aber das ist echt gut, das ist der letzte Teil leider von dieser Reihe. Ihr findet mich jetzt hier in meinem Bett und ich kuschel mich jetzt noch hier ein bisschen die Decke ein, weil irgendwie ist mir gerade voll kalt. Ja, jetzt chill ich noch ein bisschen. 2 hours later. Time to shower. Oh, das ist ja richtig hässlich da hinten. Time to shower. Ich gehe jetzt duschen und ich benutze heute Blonde Moment Shampoo. Das habe ich mal in Amerika gekauft und das ist richtig gut. Das ist so Silbershampoo gegen Gelbstich in den Haaren und meine Haare werden im Winter immer so dunkel, deshalb benutze ich jetzt More Blonde Spülung. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was raus. Ja, wenn meine Haare frisch gewaschen sind, sehen die eh nochmal heller aus, als wenn die so ein paar Tage alt sind schon. Oh, ich habe so viele Knoten in meinen Haaren, muss ich erstmal hier auskämmen. Ich habe echt lange überlegt, was ich mit meinen Haaren machen soll heute an Silvester. Aber ich mache die jetzt einfach glatt. Also ich glaube, ich mache da nicht noch Lockenrahmen mit dem Lockenstab, weil wenn ich meine Heatless Curls nicht mache, sondern so meinen Lockenstab benutze, sehen meine Haare immer so platt aus. Irgendwie mag ich das nicht. Und ich glaube, ich mache die einfach komplett platt und dann wiege ich so die Spitzen mit dem Glätteisen so nach innen. Okay, wir sehen uns nach dem Duschen. Fertig mit Duschen. Papa staubsaugt gerade. Und ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen geschminkt. Und dann ist mir eingefallen, scheiße, ich wollte noch meine Transitions machen. Deshalb mache ich die jetzt noch schnell, bevor gleich gar kein Unterschied mehr da ist. Und ja, dann mache ich mich gleich fertig. Ich habe mir gestern bei DM so Fake Lashes gekauft. Ich mache das immer wieder, obwohl ich die dann abmache und es kacke aussieht. Aber ich habe halt so einzelne geholt, die man nicht mit Kleber dran machen muss, sondern die so selber kleben. Und ich muss die gleich mal suchen. Ich habe die noch irgendwo. Ich zeige euch mal, was ich jetzt anziehe. Kann ich euch abstellen. Das ist nicht meine gewohnte Kameraumgebung hier. Also ich wollte erst dieses Oberteil hier anziehen. Vom Pull&Bear, weil es glitzert halt so schön. Und das sieht richtig cool aus, wenn da so Blitzlicht drauf kommt dann. Und dazu diesen Rock. Aber das habe ich doch nicht gemacht, weil ich habe dieses Kleid noch bestellt bei Pull&Bear. Das ist so ein schwarzes Kleid. Und es hat so durchsichtige Glitzerärmel. Also das ist wirklich voller Glitzer. Ich habe das gestern anprobiert. Und ich hatte überall Glitzer. Und in meinem ganzen Bett ist jetzt auch Glitzer. Aber egal. Und dazu ziehe ich an diesen Gürtel hier. Und den mache ich da so drum. Und dann sieht das noch cooler aus. So ein bisschen aufgepeppt. Und ja, warum bin ich gerade so außer Atem? Ich bin sehr gestresst gerade, Leute. Weil irgendwie habe ich so das Ding, ich warte immer, bis ich mich fertig mache. Weil ich denke, ach, dann bin ich so früh fertig. Und dann warte ich aber so lange, dass ich in den Stress komme. Das passiert mir immer. So, jetzt mache ich aber erstmal hier meine Transition, damit ich das schon mal fertig habe und mich schminken kann. Könnt mir jetzt zusehen, wie ich meine Transition mache. Okay, 1 Million Jahre später und ich habe vielleicht eine Transition hinbekommen. Also ich muss die gleich noch zu Ende machen, aber der Anfang ist ganz gut geworden. Ja, jetzt mache ich ein bisschen Make-up hier in mein Gesicht. Ich habe gerade schon Foundation benutzt. Ich
benutze immer die hier, wenn ich irgendwo hingehe. HD Liquid Coverage von Catrice, die ist richtig gut. Und jetzt will ich ein bisschen Bronzer in mein Gesicht machen. Ich weiß nicht, eigentlich mache ich nicht auf Partys gehen nie irgendwie besonders was anderes mit meinem Make-up. Ich mache eigentlich immer nur ein bisschen mehr. Und vor allem viel Bronzer. Ja, ich liebe es, Bronzer drauf zu machen. Und guckt mal, passend zur Party, passend zu Silvester kamen da so 2 doofe Pickel und die sind noch genau übereinander. Deshalb muss ich die gut abdecken. Wenn ich Pickel abdecke, benutze ich immer den Concealer hier. Shape Tape von Tarte. Und der ist ein bisschen orange, aber ich hoffe, das fällt jetzt nicht so auf. Einfach mal hier ein bisschen mehr noch. Übrigens, es sind schon die ganze Zeit Leute draußen am Feuerwerk machen und ich weiß nicht, ob da ihre Uhren irgendwie falsch gehen, aber es ist noch nicht 12 Uhr, Leute. Ich weiß nicht, wir machen Feuerwerk immer nur um 12 Uhr und wir machen auch eigentlich nie viel Feuerwerk. Also wir haben dieses Jahr gar kein Feuerwerk gekauft. Aber ich glaube, auf der Party wird halt Feuerwerk sein. Und wir tun halt immer ein bisschen so die Tiere leid, so Hunde oder so, weil früher haben wir immer Silvester mit Freunden gefeiert, die hatten einen Hund. Und der fand das auch gar nicht so toll, diese Böller und so. Deshalb bin ich immer noch ein bisschen skeptisch und stehe immer so ein bisschen am Rand vom Feuerwerk, weil ich nie so viel Lust darauf habe. Also ich finde, es sieht schön aus, aber ich habe immer richtig Angst davor, dass mir auch irgendwas ins Auge fliegt oder so. Oder meine Haare und dann fackeln die ab. Also das wäre ja mein absoluter Albtraum. 17:42 Uhr. Ich muss um 7 fertig sein. Oh, das wird eine knappe Nummer. Ich suche gerade meinen Augenbrauenstift. Jetzt mache ich immer nur ganz hier vorne so meine Augenbrauen ein bisschen, weil da meine Haare so hell sind und man die dann nicht sieht. Ungefähr so. Das sind meine Lashes, die ich gekauft habe. Also das sind wirklich nur so einzelne. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich erst die Wimpern tusche oder nicht. Ich frage mal Insta. Eigentlich wisst ihr immer, wie man das macht. Leute, an alle, die sich gut mit Fake Lashes auskennen, muss man, wenn man so Press-Ons hat, die man von selbst klebt, also wo kein Kleber dran ist und nur so einzelne, muss man erst die Wimpern tuschen und dann die aufkleben oder andersrum? Ich filme gerade und ich bin echt verzweifelt. Ganz kurze Planänderung. Ich habe mir jetzt schon mal die Haare geföhnt, bevor ich die Wimpern einklebe, weil sonst werden die doch abgeflogen, wenn ich meine Haare föhne. Und ich mache die jetzt so glatt und dann mache ich gleich mit dem Glätteisen noch ein bisschen. Und jetzt gucke ich mal, was meine Abstimmung sagt für meine Wimpern und schau mal, ob ich das hinkriege und ob ich das überhaupt mache. Ich bin dann auch ein bisschen unsicher. Nachher sehe ich so fake aus. Alright, meine Abstimmung sagt erst tuschen und dann einkleben. Deshalb vertraue ich mal darauf. Bin sehr froh, dass ich euch habe, Leute, für meine Fragen. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, Leute. Werde ich es schaffen, mir Wimpern anzukleben? Wir haben hier eine Pinzette. Es gibt verschiedene Größen. Ich glaube, ich nehme mal die kleinsten. Oh, das ist schon mal falsch herum. Das war ja schlau, Marie Noel. Es klappt mit dieser dummen Pinzette nicht. Ich mache meinen Finger. Warum machen die das so einfach? Es klebt. Meine echte Wimper klebt auch fest. Der Kleber ist stärker, als ich dachte. Es hängt halt in meinem Auge, wollte mich ja nicht verarschen. So könnte es tatsächlich gehen. Schaut. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich mache nochmal eine. Ich glaube, ich muss die noch ein bisschen mehr außen kleben. Und ich glaube, ich nehme eine größere Größe. Es ist schwerer, als ich gedacht habe. Next round. Vielleicht klappt es jetzt. Oh, sie hat es geschafft. Yay. Seht ihr mein Meisterwerk, das ich geschaffen habe? Sieht man da eigentlich einen Unterschied? Ich sehe nämlich irgendwie noch keinen. Ich probiere mal jetzt die größte Größe am anderen Auge und schau mal, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Das sieht man auf jeden Fall schon mal mehr als das. Okay, ich komme zurück, wenn ich das geschafft habe. Falls ihr keinen Unterschied seht, tut bitte einfach so mir zuliebe so, als würdet ihr einen Unterschied sehen. Aber es passt schon. Ich schmück mich jetzt zu Ende und dann ziehen wir uns an. Leute, oh mein Gott, es war so stressig. Ich bin jetzt fertig. Aber auf jeden Fall ist das mein Outfit. Habe jetzt das schwarze Kleid an mit dem Gürtel und meinen Stiefeln. Die sind ein bisschen hoch, ein bisschen unbequem, aber ich ziehe gleich einfach irgendwie an, die sind aus. Und ich habe meine Haare halt hier so ein bisschen nach innen gebogen. Nicht so ganz, weil sonst sieht so, keine Ahnung, aufgedonnert aus, finde ich. Und ja, see you there. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, guten Morgen, Leute. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich hatte gar keine Ahnung, wie viel Uhr es ist, welcher Tag es ist. Ich war so müde. Und gestern war ich, glaube ich, bin so um 3 Uhr ins Bett gegangen.
Gestern war gar nicht so viel Feuerwerk, wie ich dachte, als wir da waren bei der Party. Also letztes Jahr war, glaube ich, mehr Feuerwerk. Aber es sah ganz schön aus und mich haben keine Böller getroffen. Bin ich sehr froh drüber. Es war ganz lustig, die Party. Also, erst war ich ein bisschen lost, weil ich kannte da ja niemanden außer Anni. Aber dann war ich mit Jamie da und dann haben wir Freunde gefunden. Das war gut. Und ja, es war echt lustig. Aber es ist schon ein bisschen anders als so zu Mallorca-Partys. Aber ich finde es sogar noch lustiger auf Mallorca. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Mallorca-Leute jetzt halt alle nicht da waren. Aber ja, war ganz cool. Und ich stehe jetzt mal auf. Oh mein Gott, so müde. Und ich habe ein bisschen über mein Handy gescrollt, mir alle 2025 Posts angeguckt. Alle Feuerwerksposts von gestern, die Leute gemacht haben. Und ich freue mich immer so auf den 1. Januar, weil dann essen wir Neujahrszopf. Das ist so richtig lecker, das ist so ein Hefezopf. Übrigens, mein Bett sieht richtig schrecklich aus mit diesem blauen Bettlaken, aber ich habe letztens kein anderes gefunden, als ich bezogen habe. Und das war schon nachts, deshalb habe ich es einfach hier drauf gemacht, habe ich es drauf gelassen. Naja, wenigstens habe ich mein Elchkissen, das sieht süß aus. Es ist schon mal später, Leute. Und wir haben jetzt noch was Kaffee getrunken mit Oma und Opa zusammen. Und es ist einfach schon dunkel draußen. Also um 17 Uhr ist es hier stockdunkel. Aber jetzt so Januar ist, dann wird es ja nur noch heller jetzt. Also jetzt kann es nur besser werden. Ganz viele haben mich gefragt, was so meine Neujahrsvorsätze sind. Und ich habe mir nicht so wirklich Neujahrsvorsätze gemacht, weil ich mich damit nicht so stressen will. Ich schon genug Stress habe mit der Schule und so. Und ich finde, man sollte so jeden Tag so sein Bestes versuchen und das nicht so abhängig machen von Neujahrsvorsätzen. Und wenn man so wirklich irgendwie was verändern will in seinem Lifestyle, keine Ahnung, dann finde ich, dann kann man das auch an jedem anderen Tag machen und nicht so halt nur im neuen Jahr. Und ich habe mir trotzdem hier so ein Template gemacht. Also habe ich mir von Pinterest genommen. Hier auf meinem iPad mit New Year's Resolutions. Aber ich mache das mehr so als so Goals, also was ich jeden Tag so machen möchte. Zum Beispiel will ich auf jeden Fall mich jeden Tag stretchen und mich bewegen oder mehr Wasser trinken. Und dann habe ich hier noch so ein paar andere Punkte, die ich aufschreiben kann. Und das mache ich jetzt mal einfach so als kleine Inspiration. Und vielleicht schaffe ich es ja, das einzuhalten. Und ich schreibe das jetzt mal hier in mein Template auf meinem iPad. Ich hatte nämlich keine Lust, das auf Papier aufzuschreiben, weil ich das immer verliere. Bin fertig. Ich habe jetzt hier mein Template ausgefüllt und ich zeige euch, was ich drauf geschrieben habe. Also, jeden Tag stretchen, weil ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so meine Flexibility habe wie früher. Habe ich in Klammern geschrieben Workout, weil ich mache nicht immer jeden Tag ein Workout. Manchmal wird das zu stressig, ich habe nicht so viel Zeit. Deshalb, ich versuche es halt immer auch morgens zu machen. Und das habe ich mal so in Klammern geschrieben, weil ich das wirklich jeden Tag schaffe. Dann auf jeden Fall mehr Wasser trinken. Also ich trinke generell nur Wasser, aber ich trinke einfach viel zu wenig. Und dann fällt mir irgendwann ein, oh, ich habe noch gar nichts getrunken. Das ist richtig schlecht und ich möchte mehr trinken. Und habe ich mindestens einen Stanley geschrieben, weil ich habe immer meinen Stanley Cup und möchte mindestens einen am Tag trinken. Und ich glaube, das kriege ich auf jeden Fall hin. Dann jemandem eine Freude machen und ein Kompliment machen, weil ich finde, man sollte auch immer so was für andere machen. Irgendwas, was für einen anderen freut. Und mich freut es immer, wenn ich irgendwas machen konnte, was jemandem anderen geholfen hat. Keine Ahnung, es können ja auch kleine Dinge sein, einem irgendwie in der Schule helfen, bei etwas, was man nicht versteht oder jemandem so Ratschläge geben oder einfach helfen, jemandem ein Kompliment machen. Also das kriegt man auf jeden Fall jeden Tag hin und das versuche ich jetzt auch, weil ich finde es immer schön, wenn man jeden Tag so eine gute Tat macht. Und dann habe ich geschrieben, jeden Tag mein Buch weiterlesen, weil ich wollte sowas aufschreiben eigentlich wie, dass ich jeden Tag was mache, was mir Spaß macht, also sowas für mich machen. Und eigentlich ist das so Buchlesen, weil ich liebe es zu lesen. Und manchmal denke ich dann einfach, dass ich jetzt keine Zeit habe zu lesen, aber ich will mir dann so Zeit dafür nehmen, dass ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, einmal am Tag. Habe ich geschrieben, jeden Tag mein Buch weiterlesen. Und dann, Punkt 5, früher schlafen gehen. Ja, das ist so ein bisschen, ich gehe zu spät schlafen und jeden Tag, wenn ich morgens aufstehe, denke ich mir, wärst du doch bloß früher schlafen gegangen. Und deshalb will ich auf jeden Fall versuchen, früher schlafen zu gehen. Vor allem, weil ich halt auch morgens manchmal früh aufstehe, um meinen Workout zu machen. Deshalb, ich probiere es.
Und dann der letzte Punkt ist mehr an die frische Luft gehen und spazieren gehen. Ich sitze in der Schule ja die ganze Zeit nur drin und möchte auch in der Mittagspause jetzt öfter rausgehen, weil wir machen das nicht mehr, seitdem wir drin bleiben dürfen. Und eigentlich finde ich es wichtig, an die frische Luft zu gehen, wenn man da bis 16 Uhr manchmal sitzt. Deshalb habe ich aufgeschrieben, mehr an die frische Luft gehen und spazieren gehen. Manchmal, wenn ich so Hausaufgaben mache oder lerne und dann eine Runde spazieren gehe, geht es mir danach viel besser. Und deshalb steht das hier auch noch drauf. Und ja, das sind meine New Year's Resolutions oder mehr so Goals, die ich mir aufgeschrieben habe und die man vielleicht auch mehr einhalten kann, anstatt irgendwas aufzuschreiben, was man dann nur eine Woche vielleicht macht. Ja, vielleicht kann ich das ein bisschen als Inspo nehmen oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch hier für New Year's Resolutions habt oder was ihr euch vorgenommen habt oder was ihr gerne machen würdet in 2025. Mein erster Tag in 2025 war ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich habe jetzt noch nicht irgendwas Spannendes gemacht, was ich an einem anderen Tag nicht machen würde. Aber ich finde es auch okay. Manchmal ist man so ein bisschen gestresst, so wenn man so sieht, dass andere Leute jetzt schon 1 Million Sachen in ihrem Leben verändert haben. Eigentlich hat man so jeden neuen Tag die Chance, irgendwas zu verändern und ich finde das aber immer so im Kopf behalten und sich nicht so stressen lassen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch und seid gut ins neue Jahr gestartet. Ich bin mal sehr gespannt aufs Jahr 2025, was das so bringt. Ich habe auf jeden Fall schon Pläne für den Sommer, worauf ich mich sehr freue. Und ich hoffe, ihr habt auch schon irgendwas Schönes geplant. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ihr könnt gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Oh Gott, reden habe ich heute auch nicht so, ne? Einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und ihr könnt auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Falls ihr noch weiter schauen wollt, könnt ihr hier auf die Videos klicken. Und ja, das war's. Bye, bye!